Hallo zur Folge 103 von Reptil TV. Hier mein Intro-Tierchen heute, ein afrikanischer Steppenvaran, Varanus exanthematicus. In dem Fall auch eine Farbvariante, ein Ghost, ne, so Art hypomelanistisch. Nettes Tierchen, bisschen scharfe Krallen, aber schon ein wunderhübsches Tier. Also wenn ihr euch mal die Farben hier anguckt, was hier drin sind, also für mich gigantisch, ne? Das ist gerade wegen so, ich sage jetzt mal die neue Entdeckung, dass diese Steppenvarane auch so wahnsinnig tolle Farben haben können, ne? Das sind ja auch Farmzuchten aus Afrika und da schlüpfen dann auch alle möglichen verrückten Farben. Das auch schon mal als Ausblick heute. Wir wollen da eine Folge auch drüber machen, auch ein wenig über die Farbvarianten und das heute schon mal, um euch ein wenig Lust darauf zu machen. Aber das Thema heute ist natürlich ein ganz anderes. Ich werde oft gefragt, per E-Mail oder auch persönlich, ja Stefan, ich will mit Schlangen anfangen oder ich will mit Züchten anfangen, was empfiehlst du mir denn? Das ist ein bisschen das Thema unserer heutigen Show. Unseren Titel haben wir natürlich ein wenig überspitzt. Wir werden vermutlich alle keine Millionäre werden mit der Schlangenzucht. Also ich habe es bis jetzt nicht geschafft und ich drücke euch natürlich die Daumen, dass ihr es schafft, aber vermutlich wird es auch nichts werden. Deswegen der Titel ein wenig überspitzt. Aber es soll schon so ein bisschen der Hintergrund sein. Wir sind uns alle einig, wir machen Terroristik als Hobby. Wir sind begeistert von den Reptilien, aber wir wollen sie auch züchten. Und ist natürlich auch schön, wenn ich was züchte, was sich zum einen wieder gut verkaufen lässt, damit ich auch nicht lauter Babys daheim sitzen habe, sondern die auch wieder loswerde. Und wenn es dafür noch schön viel Geld in Anführungsstrichen gibt, dann ist das natürlich noch toller. Und deswegen bekomme ich öfters mal die Frage, ja Stefan, was soll ich denn züchten, was lohnt sich? Um das wirklich zu wissen, müsste man Hellseher sein. Also es gibt verschiedene Faktoren, von denen es abhängt. Ein Faktor oder ein wichtiger Faktor ist, was ist denn in der nächsten Saison? Also wenn ihr züchtet, dann seid ihr fangt ja sozusagen fast ein Jahr vorher an, was ihr im nächsten Jahr züchten wollt. Oder mindestens ein Jahr vorher, je nachdem wie groß die Tiere sind, wenn ihr euch die anschafft. Also müsst ihr ein bisschen vorausschauen, was ist in bis dahin. Es gibt so Sachen, die immer mehr oder weniger in sind, die immer laufen. Das ist Piebald, Clown zum Beispiel, so rezessive Sachen, die sind die Evergreens seit immer. Das kann man züchten, da muss man nicht allzu viel vorausschauen. Dann gibt es aber immer wieder Sachen, oder das ist fast ein wenig zufällig. Zum einen, was in dem Jahr zufällig gerade fast niemand züchtet, dann habt ihr natürlich auch Glück, wenn ihr einer der wenigen seid, die jetzt zum Beispiel Blackhead-Kombos züchten in einem Jahr und fast niemand hat Blackhead-Kombos, dann kann das plötzlich oder lassen die sich toll verkaufen. Aber das kann man auch nicht so richtig voraussehen. Und dann gibt es manchmal so Faktoren, dass irgendjemand anders was ganz Spektakuläres züchtet. Jetzt aktuell ein gutes Beispiel ist, es gibt schon seit vielen Jahren diese Black Axanthics, das haben die Barkers mal gezogen oder die Barkers haben die aufgebracht sozusagen. Und jahrelang hat sich jetzt niemand so wahnsinnig dafür interessiert. Die waren schön und ein paar Leute haben probiert, die zu züchten. Immer dunklere Tiere, fast schwarze Tiere zu züchten, die sehen schon wirklich super aus. Und jetzt im letzten Jahr hat es einer als Albino gezüchtet, also Albino Black Axanthic. Und da kam dieses wunderschöne rot-weiße Tier, also das ist wirklich der erste richtig rot-weiße Königspython in unserem Hobby kam raus. Und das Ding, das ging durchs Internet, hat was weiß ich wie viel 1000 Likes gekriegt und so weiter. Sowas ist dann eine Sensation. Wenn ihr so ein Glückspilz seid, der jahrelang Black Axanthic züchtet und plötzlich taucht so ein Tier auf, dann seid ihr natürlich die Nummer 1. Dann rennen euch die Leute die Bude ein und wollen alle eure Black Axanthics haben, die sie jahrelang nicht haben wollten, ne? Wegen diesem einen spektakulären Tier. Und so kann es einem mit anderen Sachen geben, irgendeine neue Combo oder bei den Highways zum Beispiel, irgendwas Neues mit drin im Highway oder wo der Pastell Highway rauskam als Beispiel. Oder wenn irgendwas ganz obercooles Neues gezüchtet wird und die Bilder durchs Netz gehen und ihr habt gerade zufällig das, dann ist das natürlich auch ein echter Glücksfall für euch. Steigen wir mal mit der, ich würde es jetzt mal als Low-Budget-Methode ein. Wirklich eine gute Art, eine absolut erschwingliche Art ist, wenn ihr euch halt natürlich irgendwas mit Heteros anschafft. Ne? Wir wissen oder wir haben von vorherigen Folgen gelernt, Hetero ist rezessiv, also brauche ich ein Pärchen Heteros von zum Beispiel, jetzt hier habe ich Heteropyt,
Ich kaufe mir ein Pärchen Heteropeit, ne, Männchen, Weibchen und verpaare die miteinander. Da bin ich, Pärchen Heteropeit kostet mittlerweile ein bisschen über 100 Euro vielleicht noch, kann ich für ein bisschen über 100 Euro Pieballs züchten. Oder ich kann das noch weiter ausbauen. Ich kann mir zum Beispiel, das hier ist ein Blackhead Piebald hier, dann hole ich mir einfach ein Männchen zum Beispiel. Die Männer sind immer ein bisschen billiger wie die Weibchen. Ich hole mir ein Männchen Blackhead Hetero für Pied und ein Weibchen Heteropeit, verpaare es miteinander und bekomme einen Blackhead Piebald, so wie den hier raus. Ne? Also wie gesagt, Männchen Blackhead Hetero für Piebald plus Hetero Weibchen gibt ein Blackhead Piebald, der wirklich schon ein recht spektakuläres, ansehnliches und in Anführungsstrich wertvolles Tier ist. Oder ähnliche Variante, hier unten habe ich einen Killer Bee Clown. Killer Bee Clown ist Bumblebee, also Pastell Bumblebee Clown. Das kann ich mir auch einfach mit Heteros selber züchten. Ich brauche zum Beispiel ein Bumblebee Hetero für Clown, Männchen als Beispiel, und ein Pastell Het für Clown Weibchen. Da bin ich kostenmäßig auch irgendwo bei vielleicht 300 Euro circa und kann mir so einen Killer Bee Clown damit züchten. Ne? Natürlich nicht sämtliche Eier aus dem Gelege schlüpfen als Killer Bee Clown, aber so und so viel Anteil aus dem Gelege gibt so ein spektakuläres Tier, was immer noch über 1000 Euro wert ist. Also mit den Heteros kann ich wirklich tolle Mischungen machen, tolle Ergebnisse bekommen und bekomme dann wirklich Tiere, die für das, dass ich damit einsteige oder günstig einsteige, wirklich ein absolut hohes Niveau schon haben. Und was auch noch dazu kommt, mit den Heteros macht natürlich auch unheimlich Spaß, wenn ich das eine mit dem anderen zusammen verpaare und plötzlich kommt noch mal wieder was anderes raus, also was völlig anderes bei den Heteros, ja, dann ist das auch ein tolles Erfolgserlebnis und für mich der Ratschlag Nummer 1, wie man was Tolles züchten kann mit wirklich niedrigem finanziellen Aufwand. Mein Vorschlag Nummer 2 ist jetzt gerade das Gegenteil von der Low-Budget-Geschichte, die ich gerade gesagt habe. Es ist die teuerste Möglichkeit, wie ihr richtig Geld verdienen könnt, indem ihr wirklich absolut hoch einsteigt, euch einen richtig stinke teuren Mann kauft. Jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, bei den in Anführungsstrichen normalen Tieren sind ja die Weibchen teurer wie die Männchen. Bei den richtig teuren Tieren, hier im Moment noch Sunset oder vor einigen Jahren hier die Banana Coral Glows, da sind die Männchen noch viel teurer. Das kommt einfach aus diesem Grund. Man kann wirklich mit einem richtig teuren Mann einsteigen. Ich investiere hier meinetwegen so 30.000 für so einen Sunset-Mann und züchte mit dem. Ein Männchen kann ich in einem Jahr, oder wenn ich ein Männchen normal fütter, also einmal die Woche fütter, ist ein Jahr später geschlechtsreif. Das heißt, nach einem Jahr kann ich mit dem Männchen züchten und kann je nachdem 3, 4, 5, 6, 7 Weibchen verpaaren. Ne? Also ich sage mal, als realistische Zahl sage ich mal 5, 6 Weibchen bzw. 5, 6 Gelege kann ich mit einem teuren Männchen machen. Im Falle von einem Sunset kommen dann lauter Heteros raus. Aber um euch die Rechnung mal noch zu Ende zu bringen, im Moment kostet ein Pärchen Hetero Sunset so 7.000, 8.000 Euro. Also wenn ihr euch jetzt letztes Jahr ein Sunset-Männchen gekauft habt, letztes Jahr haben sie noch, ja, auch noch 30.000, 35.000 gekostet, habt den ein Jahr lang gefüttert, verpaart den mit 5, 6 Weibchen, habt jetzt 6 Gelege, 6 Eier, macht 36 Babys, rein rechnerisch sind es 18 Pärchen, 7.000 Euro, da sind wir irgendwo bei über 100.000 Euro, was ihr an Wert habt, und investiert habt ihr 35 bis 40. Ne? Also ihr habt euer Geld sagen wir mal, ungefähr verdreifacht. Ganz einfache Rechnung. Was natürlich nicht einfach an dieser Rechnung ist, sind natürlich einige Faktoren drin. Ne? Wenn ihr euer Sunset-Männchen teuer kauft und ein halbes Jahr später in die Gefriertruhe legt, aus irgendeinem Grund, also in die Gefriertruhe legen, blöder Insiderspruch, wenn euch das Männchen stirbt aus irgendeinem Grund,
dann sind eure 40.000 dahin, der könnt ihr der Versicherung lang melden, mein Tier ist tot oder weiß der Herrgott was. Oder ihr könnt den Verkäufer ein halbes Jahr später dafür verantwortlich machen, der wird auch nur die Schultern zucken, zu Recht auch. Kann natürlich passieren. Ich meine, wir sind uns einig, ein Königspython ist wirklich ein absolut robustes Tier. Denen passiert nichts, wenn man die gut pflegt, sind die völlig problemlos. Aber das Risiko besteht oder es bestehen noch andere Risiken. Bei Königspythons haben wir Fresspausen. Ihr kauft ein Männchen, der frisst 3-4 Monate lang super. Plötzlich macht er ein halbes Jahr Fresspause. Die Paarungszeit kommt und euer Männchen ist noch nicht geschlechtsreif. Wartet ihr noch mal ein Jahr länger, habt ihr erst nach 2 Jahren eure Babys. Definitiv auch ein Faktor. Oder das Männchen, bei mir gerade gutes Beispiel, ich habe ein großes Sunset-Männchen dieses Jahr oder die erste Saison, wo ich einen großen Sunset-Mann habe. Der wollte, monatelang wollte der einfach nicht paaren. Ich habe den zu Weibchen rein, der hat einfach nicht gepaart. Ich habe gedacht, ich kriege einen Vogel. Mein teuerster Mann hat einfach nicht gepaart. Kann auch passieren. So sind einige Faktoren, die das einfach nicht so, oder die das Ganze nicht so leicht machen, wie ich es jetzt hier vorgerechnet habe. Als noch zweites gutes Beispiel, die Bananas, also das ist jetzt schon einige Jahre her. Vor 4-5 Jahren haben die ja 40.000 Dollar oder Euro gekostet. Da haben Leute in Bananas investiert, viel Geld dafür bezahlt. Ein Jahr später waren sie nur noch 10.000 wert. Dann haben die Leute gesagt, ach, die armen Leute, die haben 40.000 gezahlt, jetzt kosten sie nur noch 10.000. Trotzdem haben die Leute mit ihren Bananas absolut, also wenn sie damit gezüchtet haben, haben sie toll Geld verdient, weil selbst wenn ich ein Jahr später nur noch 10.000 fürs Baby kriege und eine Banana ist kodominant, also unsere Rechnung von vorher, 6 Gelege sind 36 Eier. Die Hälfte davon sind Bananas, also ich habe 18 Bananas, die kosten leider nur noch 10.000, 18 mal 10.000 sind 180.000. Das Männchen habe ich für 40.000 gekauft, ist immer noch ein riesen toller Gewinn und selbst ein Jahr drauf, dann haben sie keine 10.000 mehr gekostet, dann haben sie nur 3.000 gekostet. Selbst dann, 18 Tiere, a 3.000, ist das Geld immer noch locker bezahlt. Also die Rechnung geht theoretisch auf. Das einzig wirklich der wichtige Punkt, ihr müsst ganz oben, ganz am Anfang einsteigen. Nur dann habt ihr richtig. Weil wenn ihr jetzt ein Bananenmännchen kauft für 400 Euro und mit dem züchtet, dann werdet ihr definitiv kein Millionär mehr. Jetzt kommen wir zur Gruppe 3. Die für mich spannendste Variante, wie wir auf die schnelle Millionär werden. Und zwar, das sind die Possible Heteros. Gleich mal vorneweg, bei Possible Heteros ist sehr viel Vertrauenssache dabei. Possibles kann man nur entweder sich selber züchten oder von jemand kaufen, erwerben, den man wirklich gut kennt, dem man vertraut, dass diese Possibles wirklich auch Possibles sind. Possible heißt, das Tier ist nicht sicher hetero. Ein Possible Hetero bekommt man, wenn man einen Hetero mit einem normalen Tier oder mit einem anderen Tier verpaart. Als Beispiel jetzt wieder, ich komme nochmal auf die Sunsets zurück. Also meine Sunset-Karriere hat auch mit Heteros begonnen. Ich hatte ein Pärchen, Hetero-Sunset. Ich habe den Hetero-Mann genommen, um weitere Possible Heteros zu züchten. Das heißt, wenn ich einen Hetero-Mann mit einem normalen verpaar, sind die 50% hetero. Das heißt, jedes zweite Tier ist hetero. Ja? Also nicht jedes Tier ist hetero, sondern nur jedes zweite. Ich weiß eigentlich nicht, welches Tier hetero ist, weil man es bei einem wildfarbenen Tier oder bei einem Tier nicht ansehen kann, wo die Genetik drin steckt. Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt ein bisschen. Es gibt sogenannte Marker, die man dem Tier ansehen kann, ob es hetero ist oder nicht. Hier in meiner Hand habe ich ein Hetero Piebald. Das ist so das beste und klassischste Beispiel. Die Pieds haben diesen Pied-Marker, sagt man dazu. Das ist immer hier hinten Richtung Schwanzende. Es hat auch nicht wirklich jedes Tier, aber ich sage jetzt mal 8 von 10 haben diesen Marker. Das ist immer wie so ein Dreieck, ein bisschen ähnlich wie die Ringer, wo wir früher hatten. Geht hier die Zeichnung so gleich hoch. Also das ist so ein Pied-Marker. Gutes Beispiel USA, der Steve Russis hat auch viel mit Heteropied angefangen. Also Steve Russis ist einer der größten Züchter in der USA, macht sehr viel mit Piebald.
der hat viel mit Hetero und Possible Heteros angefangen. Der hat einen Hetero-Mann gehabt, hat Weibchen damit bepaart, die waren Possible Heteros. Er hat mit den Weibern weitergezüchtet und ich denke im Nachhinein mit dem Wissen, das ich jetzt habe, wahrscheinlich hat er sich bei den Possibles für sich selber dann auch die genommen, wo er die meiste Hoffnung hatte und hat sie anhand den Markern ausgesucht für sich, hat mit denen weitergezüchtet und hat sein, sage ich mal, Piebald Imperium aufgebaut. Um euch noch ein paar weitere Marker zu nennen, der Champagne hier ist Het für Ultramehl. Wenn es jetzt ein Possible wäre, könnte man davon ausgehen, der ist Hetero-Ultramehl, weil dieses Het-Ultra, also wer von euch ein Champagne vor seinem geistigen Auge hat, der weiß es, wie ein Champagne aussieht. Und dieses Hetero-Ultramehl macht den Champagne einfach schöner. Das bringt die Farben mehr zur Geltung. Der hat schöneres Gelb drin. Diese schöneren Farben sind durch das Hetero-Ultramehl. Also das macht jetzt nicht biologisch nicht wahnsinnig viel Sinn, aber es ist einfach so. Hetero-Ghost, Hetero-Karamell, Hetero-Ultramehl macht die Farben immer ein wenig schöner von den Babys. Bei Spider sieht man es ganz gut. Ein Spider-Het-Ghost ist immer viel schöner wie ein, in Anführungsstrichen, normaler Spider, der nicht Het-Ghost ist. Also so kann man sich's bei den Possible Heteros auch versuchen, wenn anhand der Farben zu sagen, okay, der ist hetero, der ist wahrscheinlich nicht hetero. Wie gesagt, das macht keine 100%ige Sache draus, das steigert einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ihr richtig liegt. Wenn euch jemand 6 Tiere anbietet und sagt, guck mal, die sind 50% Possible Hetero, dann könnt ihr euch gedanklich vorstellen, okay, 3 sind hetero, 3 sind nicht hetero, welche 3 sind es eher, welche 3 sind es weniger. Ne? So kann man das probieren. Um auf mein ganz teures Beispiel Sunset von vorher zurückzukommen. Ich habe hier einen Pinstripe, den ich mit dem erwähnten Hetero Sunset Mann gezüchtet habe. Ich habe also den Hetero Sunset mit Pinstripe verpaart und habe Possible, also Pinstripe Possible Het Sunset bekommen. Dieser hier jetzt, nach meinem Gefühl, ist ein Pinstripe Het Sunset oder bei dem glaube ich, dass er Het Sunset ist, weil er einfach ein bisschen schönere, hellere Farben hat. Also meine ganzen Hetero für Sunset, auch wenn ich meine adulten Tiere angucke, die haben alle wenig so einen Kupferton drin. So kann ich es mir ein bisschen versuchen, an den potenziellen oder wie gesagt, an den Possible Heteros rauszusuchen. Bei dem sind die Chancen ganz gut und bei einem anderen sind die Chancen wieder schlechter. Um es euch jetzt nochmal ein wenig deutlicher zu zeigen, also hier in meiner linken Hand ist der Pinstripe, den ich gerade euch schon gezeigt habe. Das ist also sind beides Possible Het Sunsets, mal im Vergleich. Ne? Die sind aus einem Gelege oder von einem Vater zumindest, ich bin jetzt nicht mal sicher aus einem Gelege, aber zumindest von einem Vater. Aus meiner Sicht ist der in meiner linken Hand der vielversprechendere. Das sind minimale Nuancen, wenn ihr jetzt die Farben vergleicht, der hat irgendwie bessere Farben wie der hier. Was heißt besser? Gleich wenig kräftiger, vielleicht gleich wenig kupferfarbener. Der hier ist insgesamt meiner Meinung nach ein bisschen farbloser. Wenn ich jetzt hier die 2 zur Auswahl habe, dann würde ich bei dem die Chancen deutlich höher sehen, dass das der Hetero ist und das hier der Nicht-Hetero Sunset. Ne? Also einfach mal die Gegenüberstellung. Viele von euch, gerade auch jetzt, es werden ja viele Leute angucken, die keine Königspython-Züchter sind oder die Sunsets so nicht vor Augen haben, die werden jetzt sagen, was erzählt denn der Brockhammer hier? Die sehen doch beide mehr oder weniger gleich aus, bis auf ein paar Tupfen. Aber sie haben minimale Farbunterschiede. Und ich sage jetzt mal, der Königspython Insider wird's mir nachvollziehen können, was ich meine. Und so denke ich, ist hier die Chance etwas größer. Und wenn ich euch mit meinen Poss-Het Sunset noch nicht genug genervt habe, dann gebe ich euch jetzt den Rest. Also ich habe jetzt mal hier 3 Possible, also in alle 50% Possible Het Sunset, nochmal 3 wildfarbene gegenübergestellt. Ne? Das ist aus, ich weiß nicht, ist ein Gelege, 2, egal. Aber das ist so der Fall. Ihr seht 3 Tiere und müsst euch entscheiden, welche davon ist die Chance höher, welche ist sie geringer. Könnt euch mal selber ein wenig anschauen, welche würdet ihr jetzt tippen.
das Geheimnis aus meiner Sicht zu lüften. Also meiner Meinung nach ist der mittlere keiner und die äußeren zwei sind, oder würde ich stark vermuten, dass man da Glück hat und dass das Hetero-Sunsets sind. Ich halte sie mal noch besser nebeneinander. Die sehen einfach ein bisschen anders aus, die äußeren. Der mittlere sieht so nach klassischem Königspütern aus, hat zwar ein schön helles Gelb drin, aber diese äußeren, die haben dieses Kupferfarbene drin, meiner Meinung nach. Ne? Wie gesagt, minimale Unterschiede. Aber wenn ich jetzt wählen müsste aus denen, ich würde mir die zwei Tiere aufbewahren. Den hier würde ich als normal verkaufen oder was und würde auf die hier tippen. Da könnte der Sunset drin stecken. Nochmal ganz deutlich, das ist nach wie vor alles eine Possible-Sache. Also keiner kann dann sagen, jawohl, die sind ganz sicher. Aber so könnt ihr einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Könnt euch, wenn ihr Possibles angeboten kriegt oder wenn ihr mit Possibles einsteigen wollt, guckt euch Bilder an, vergleicht ganz genau und pickt euch die raus, wo ihr denkt, die Chance ist am größten. Damit könnt ihr aus einer 50-prozentigen Chance, die es ja tatsächlich ist, meiner Meinung nach eine deutlich höhere Chance machen. Auch noch ein kleiner Tipp zu der ganzen Possible-Sache. Wir wissen, die Weibchen brauchen ein Jahr länger zum Wachsen. Eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel, ich gehe hin, kaufe mir mehrere Possible-Weibchen in einem Jahr und kaufe mir dann ein 100% hetero, was auch immer, Sunset-Männchen ein Jahr später. Die Männchen bei den Heteros, das wissen wir, oder die wissen die Insider, sind sowieso immer billiger. Und ein Jahr später werden sie nochmal billiger. Wenn ich das so mache, dann bin ich mir sicher, mein Mann ist 100% hetero. Mit diesem Mann kann ich meine 2, 3, 4 Possible Weibchen bepaaren, die ich mir angeschafft habe. Wenn die 50% Possible, selbst wenn sie nur 50% sind, ohne großartig rauszupicken, ist theoretisch jedes zweite Weibchen hetero. Also kann ich von jedem zweiten Weibchen Sunset-Nachzuchten erwarten. Wenn ich, wie gesagt, noch ein wenig besser ausgewählt habe, ist meine Chance wahrscheinlich noch höher. Und so könnt ihr, also wenn ihr euch die Weibchen anschafft als Baby, ein Jahr später den Heteromann, also den 100% Heteromann, und dann wieder ein Jahr drauf könnt ihr die miteinander verpaaren. Und ich würde jede Wette machen, 2 Jahre später habt ihr Sunset-Babys und habt auch mit einem recht geringen finanziellen Aufwand, also bei sowas ganz teurem wie die hier sind es immer noch einige Hunderte bis wenige tausend Euro, was ihr investieren müsst. Aber dann habt ihr ein Projekt, wo ihr dann Tiere züchtet, die wirklich zigtausende Euros kosten. Und ich bin sicher, ihr seid erfolgreich mit dem Projekt. Dann kommen wir noch zu einer anderen POS-Geschichte. Was wir die letzten 1, 2 Jahre auch viel haben oder was es viel gibt, sind diese POS-Gravels. Das hier in meiner rechten Hand ist so ein sogenannter Possible Gravel. Wenn man ein Highway hat, ein Highway-Männchen oder Weibchen, egal, und damit züchtet, man verpaart Highway ja in der Regel mit Yellowbelly oder mit Ivory, beziehungsweise ich fange andersrum an. Ein Highway besteht aus Yellowbelly und aus Gravel. Ne? Yellowbelly mit Gravel gibt diesen schönen, spektakulären Highway. Wenn ich jetzt weiter züchte mit dem Highway, bekomme ich die Hälfte der Babys, also die Mutter gibt das halbe Gen Yellowbelly und die halbe Gravel weiter. Das heißt, wenn ich mit einem Gravel-Mann zum Beispiel verpaare, mit einem Yellowbelly-Weibchen, bekomme ich Highway-Babys, bekomme ich Ivory-Babys und ich bekomme solche Babys, die aussehen wie ein Yellowbelly bzw. ein Gravel. Also ein Yellowbelly und Gravel sehen eigentlich gleich aus, sind aber genetisch was anderes. Ne? Yellowbelly mit Yellowbelly gibt Ivory, ne? Weiße Tiere oder elfenbeinfarbene Tiere. Gravel mit Gravel gibt Super Gravel bzw. Gravel mit Yellowbelly gibt Highway. Ich will im Prinzip den Gravel, ich will nicht den Yellowbelly, ich will den relativ teuren Gravel. Aber wie gesagt, bei dieser Verpaarung kommen die Babys, die dann Possible Gravel sind. Das heißt, das Tier ist zu 50% ein Yellowbelly oder zu 50% ein Gravel. Die werden viel, viel billiger verkauft wie die Gravels. Also so ein Possible Gravel kann ich für ein paar hundert Euro kaufen. Da kann ich mir 2, 3, 4 Tiere anschaffen und habe die mehr oder weniger die Gewissheit, dass jedes zweite Tier ein teurer Gravel ist. Die kann ich verpaaren, da kann ich dann Super Gravel damit züchten oder ich kann Highway damit züchten. Im schlimmsten Fall, wenn es wirklich nur ein Yellowbelly ist, dann habe ich immerhin noch Ivory.
Also das ist eine Methode, wenn ich in dieses doch eher noch hochpreisige Highway-Projekt einsteigen will, kann ich das auch über mehrere Possible Gravel Weibchen lösen. Was ich euch in dem Fall nicht habe, ist irgendwie ein Trick, wie ich das auseinanderhalten kann. Werde ich oft gefragt, wie kann ich den Unterschied zwischen Yellow Belly und Gravel erkennen? Also ich kann es nicht erkennen. Früher dachte ich mal, es gibt so ein paar Anhaltspunkte, aber eigentlich kenne ich keine. Es ist einfach 50-50 Sache. Das heißt, ich kaufe mir 2, 3 Weibchen, verpaare die mit einem Gravel-Männchen, mit dem Yellow Belly Männchen oder eben mit dem Post-Gravel Männchen wieder und dann mit 50% Glückschance habe ich was Spektakuläres als Ergebnis. Kommen wir zur Variante 4. Auch eine wirklich spannende Art. Vielleicht die spekulativste überhaupt von dem, was wir jetzt angesprochen hatten. Also die mit den ganzen Possibles und Heteros ist ja dann doch immer irgendwie eine 50% Chance. Die Variante 4 sind die Afrika Oddballs. Ne? Das Ganze zielt darauf ab, irgendwas komplett Neues zu züchten. Wird natürlich immer schwieriger. Königspythons fast nichts, was es nicht schon gibt. Also die letzten Jahre kamen wenige Sachen, die wirklich ganz neu waren, aber es gibt doch immer wieder neue Sachen, auch richtig spektakuläre neue Sachen. Hier in meiner Hand habe ich so ein Fefe-Ball bzw. Autumn Gloss hießen sie auch mal. Hier muss man sagen, scheinbar ist eine schlechte Investition oder ist was gewesen, was leider nicht geklappt hat. Das Ganze scheint nicht genetisch zu sein. Wenn man da drauf gesetzt hat, hat man leider kein Glück gehabt und hat nur schöne normale Babys bekommen, aber nichts, was diesem Elterntier ähnlich sieht. So sieht es im Moment aus. Man kann noch probieren, nochmal zurückverpaaren oder weitere Sachen, aber im Moment sind die Chancen relativ schlecht. Eben bei den Afrika-Tieren ist einfach so, es kommen Oddballs aus Afrika, mehr oder weniger teuer. Ich kann mir rauspicken, wo ich denke, ui, da habe ich Chancen, das könnte was anderes drinstecken. Ich verpaare das, muss vielleicht bei vielen Dingen auch das passende Gegenstück finden. Als Beispiel von mir selber jetzt, ich hatte diesen Cremeball gezogen vor ein paar Jahren, der hat sich dann geprüft als genetisch. Dieser Creme mit Butter sah toll aus, kam so Buttercreme raus, wirklich schönes Tier, interessantes Tier. Ich habe das gleiche Tier ein Jahr später mit Banana verpaart, habe gedacht, jawohl, hier der Bananacreme, das wird das Highlight. Den hat man fast nicht gesehen in dem Banana drin. Also so muss man bei den neuen Sachen auch wirklich oft mal das passende Gegenstück dazu finden, mit was es kommt. Oder sehr gutes Beispiel ein Yellow Belly. Verpaare ich ein Yellow Belly mit einem Pastell, dann sieht der Pastell zwar ein bisschen schöner aus, aber hat sich nicht wahnsinnig viel getan. Verpaare ich ein Yellow Belly mit einem anderen Yellow Belly oder mit einem Gravel oder mit einem Puma oder was weiß ich, gibt es einen Wahnsinnsknall in Anführungsstrichen, es kommt was ganz Spektakuläres raus. So ist bei den Afrika-Ott-Tieren auch, ne? Oder man muss prüfen als Superform, muss wieder rückverpaaren, wenn ich das Gen miteinander verpaare, was dabei rauskommt. Wie gesagt, das Ganze ist schon ein ziemliches Gambling. Wenn ich Pech habe, kommt gar nichts raus, habe ich meine ganze, in Anführungsstrich, Zeit verloren. Wenn ich Glück habe, kommt was Spektakuläres raus und ich habe vielleicht ein paar 100 Euro investiert, habe eine neue Morph gezüchtet, die dann plötzlich ein paar tausend oder gar ein paar 10.000 Euro wert ist. Gibt es definitiv auch. Wahrscheinlich ist der Trick dabei, dass ich das streue, dass ich mir mehrere von den Afrika-Odds kaufe und dadurch, umso mehr Tiere ich probiere, umso höher ist natürlich die Chance, dass auch bei irgendwas dabei rauskommt. Genau, das ist die Variante 4, die Afrika-Odds und die ganz neuen Mutationen. Jetzt wisst ihr, wie ihr Millionär werdet. Wenn dann dem so ist, gebt mir bitte ein bisschen was ab, spendet ein bisschen was an Reptil TV. Nee, also höchstwahrscheinlich wird da nichts draus werden und das ist auch gut so, beziehungsweise das möchte ich nochmal ganz explizit sagen, wenn wir hier über teure Tiere und wertvolle Tiere reden und so weiter. Jedes Tier ist wertvoll, auch ein Klassik-Königspython ist wertvoll, ist wunderschön. Das hat mit dem Wert des Tieres als Lebewesen gar nichts zu tun, was wir hier sagen. Ne? Klar reden wir über Geld. Die Sendung haben wir ganz provokativ mit Millionär aufgemacht.
soll einfach helfen, das Ganze ein bisschen zu veranschaulichen, aber dreht mir bitte keinen Strick draus. Ne? Dann noch wie immer am Schluss der Verweis auf gute Literatur. Mein Königsbrüdernbuch, die deutsche Auflage ist ausverkauft. Es gibt noch ein paar englische. Das Ganze als Anleitung, als Kochbuch, was ihr euch züchten könnt. Die Gelegenheit auch nochmal genutzt, dass ich euch aufrufe. Es kommt eine Neuauflage von dem Buch. Die wird im Spätjahr 2017 oder Ende 2017 erscheinen. Das heißt, ich sammle Fotos, ich sammle neue Infos. Wenn ihr irgendwas Interessantes habt als Info oder selbst auch als Info oder als Foto, ne, irgendeine neue Morph, irgendwas Neues gezüchtet, schönes Bild, schickt mir bitte eine PM oder schickt mir eine E-Mail und sagt, Stefan, ich habe das und das neu gezüchtet. Oder Stefan, es gibt eine ganz neue Morph vielleicht, die man mit reinmachen kann. Freue ich mich, wäre super, kommt alles in das Buch. Kommt natürlich euer Name und so weiter mit dazu, ist ja klar. Ist auch ein bisschen Werbung dann für euch. Also schickt mir das zu, wenn ihr da was habt. Dann sind wir am Ende. Bleibt mir treu, checkt meine Balls und viel Glück beim Millionär werden. Zu guter Letzt noch eine ganz persönliche Nachricht an den Jörg. Er ist derjenige, der unser ganzen Reptil-TV untertiteln muss. Ne? Also er macht die deutschen Untertitel, muss das alles aufschreiben, was ich so ewig laber. Dann kann es übersetzt werden in Englisch und Chinesisch und was weiß ich, was muss alles übersetzen. Also Jörg, du hast mir dieses tolle T-Shirt geschenkt. Der Gedankensprung-Weltmeister beziehungsweise der Schachtelsatzkönig oder was hinten drauf steht. Du hast recht, das bin ich. Das haben mir schon viele gesagt. Ich habe mich heute redlich bemüht, keine Gedankensprünge und keine Schachtelsätze zu machen. Aber ich glaube, es ist mir nicht ganz gelungen. Also du musst nach wie vor aus geschachtelten Gedankensprüngen einen anständigen Untertitel machen. Viel Spaß dabei. Jetzt kommen wir zu meinem Vorschlag. Die Strähne ist schon wieder unten, Stefan. Andere Seite. Hier oben, die läuft hier immer so runter. Die läuft ein wenig so schräg. Ja. Egal. Schön so. Die meiner Meinung nach richtig sind. Jetzt codet sie leider auch noch. Schade. Ist was für die Outtakes. Und bei einem anderen sind die Chancen wieder schlechter. Guck mal, was da rauskommt. Ja, hurra. Ey. Bis zu dem Moment war es so schön, gell? Ewig lang, aber